Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute geht es um wieder mal diesen BMW E60. Den haben wir eigentlich schon lange glaube ich, nicht mehr gesehen, außer die Partikelfiltergeschichte. Und ja, heute, wie man im Titel lesen kann, wollen wir einmal Wischergestänge oder Wischerarm austauschen, wie man sehen kann oder ihr vielleicht sehen könnt, wischt hier nur die eine Seite, weil das Ganze ist auseinandergeflogen. Das passiert sehr gerne, sehr häufig bei diesem Modell. Das schlägt nämlich aus, weil das gelagert ist und dann muss das einmal neu gemacht werden. Und dann sieht das Ganze auch so aus. Ja, wir gucken das mal gleich aus der Nähe an. Und ja, was ist das für ein BMW? BMW E60, beim E61 genau dasselbe, ist halt nur der Kombi. 145 kW. Achso, ihr wollt auch mittlerweile auch die Laufleistung wissen. Und das kann ich euch natürlich auch immer mitgeben. So, Baujahr 2009, 145 kW, die 3-Liter-Maschine, Diesel. Ja, und Laufleistung 402.000 Kilometer hat der schon auf dem Tacho. So sieht das Ganze aus. Und ja, das neue Teil haben wir natürlich auch schon hier von der Marke Metzger. Unten verlinkt das Ganze. Ohne Wischerblatt, wird ohne Wischerblatt geliefert. Deswegen achtet darauf, wenn Wischerblatt bei euch auch schlecht ist, das gleich mitzubestellen. Ja, ich würde sagen, wir tauschen das Ganze mal aus. Kauflinks unten in der Videobeschreibung und wie man das Ganze wechseln kann, würde ich euch gerne zeigen. Ja Leute, ganz kurze Einblendung. Und zwar, dieses Video wird gesponsert von XXL Automotive. Das ist ein Werkzeug-Online-Shop, hat auch 2 eigene Hausmarken. Vielleicht habt ihr die ein oder andere schon mal gesehen, Reptool und Stahlmax. Ja, wir arbeiten schon des Längeren zusammen. Und ja, von meiner Seite aus ist das Werkzeug wirklich zu empfehlen. Und ja, machen wir uns nichts vor. Wenn man vernünftiges Werkzeug hat, dann tauschen sich die Ersatzteile schon fast von alleine aus. Jeder kennt es, das geile Gefühl, wenn das Werkzeug passt, vernünftig ist und man seine Arbeit vernünftig machen kann. Und bis jetzt konnten mich die Marken immer überzeugen. Die Werkzeuge waren immer passgenau, Spezialwerkzeug besonders. Bei manchen ist halt das Problem, also jetzt nicht von der Marke, aber andere Hersteller haben manchmal das Problem bei Steuerkette, dass die Blockierwerkzeuge nicht sehr gut passen. Hier habe ich aber immer gute Erfahrungen gemacht. Das Gute ist auch, ihr müsst sie auch nicht kaufen. Ihr habt die Möglichkeit, das Ganze euch auszuleihen. Deswegen, unten ist das Ganze einmal verlinkt. Und mit dem Rabattcode VITYAWOLF kriegt ihr nochmal 5%. Das ist jetzt ein dauerhafter Rabattcode. Damals waren 10%, aber das war ein Neukundenrabatt. Jetzt könnt ihr mehrere Produkte oder öfters den Rabattcode anwenden. Deswegen, ja, unten ist das Ganze verlinkt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und ja, ansonsten weiter mit dem Video. Ja, und so sieht das Ganze hier einmal aus. Da muss man extrem aufpassen, weil man sich damit auch die Scheibe kaputt machen kann. Das Ganze ist hier gelagert oder war mal gelagert. Deswegen kann sein, dass hier so ein paar Ersatzteile noch runtergefallen sind. Genau. Hier kann man sehen, die sind eigentlich solche Lager sind, die trocknen aus und dann geht das irgendwann kaputt und dann fliegt das Ganze auseinander. So zu empfehlen ist es hier immer was drunter zu machen, wenn man den gleich hin und her bewegt, damit man nicht wegrutscht oder der sich irgendwann löst und gegen die Scheibe schlägt. Und dann machen wir hier die Kappen einmal ab. Dann nehmt ihr einen Schraubenzieher und hebelt die Kappen einmal ab. Die sind dann einfach einmal solche schwarzen Kunststoffkappen und darunter verstecken sich auch die ganzen Muttern. Den können wir auch gleich abmachen. So. Dann nehmen wir, auf der Seite ist es eine 16er Nuss. Lösen das Ganze. So, das Problem ist, die sind hier abzubekommen. Einmal hin und her wackeln, dann geht das Ganze schon ab. Deswegen wichtig, das drunter legen, damit man nicht dagegen schlägt. Und auf der anderen Seite 13er.
Hier natürlich dasselbe Spiel. Machen wir das auch einmal ab. So. Und der hier bewegt sich nämlich freier. So. Dann nehmen wir das neue Gestänge. Da muss man auch wieder aufpassen, dass man ohne Wischerblatt nicht draufschlägt. Deswegen da auch was hinpacken. Das Problem ist, wenn das gleich alles hier einmal ein bisschen zu dick ist. So. So. So, circa einstellen das Ganze. Die Sicherung können wir einmal rausnehmen. So. Jetzt können wir das Ganze auch einstellen. Nicht passen könnte sogar noch ein Tick höher. Nee, so ist so schon okay. Und dann können wir das Ganze festziehen. Bevor wir jetzt die Kappen drauf machen und diese Blende drauf machen, probieren wir den einmal aus, dass der nicht irgendwo anschlägt. Ja, und wie man sehen konnte, passt das Ganze. Dann können wir anschließend die Kappen hier wieder drauf machen. Und eine neue Blende war auch dabei. Hier wichtig darauf zu achten, dass man eine Seite erst einrasten muss und dann die, also quasi einmal von unten drauf und dann nach oben einrasten. So, sonst brecht ihr da die Nasen ab. Genauso auch beim Abmachen. Das sind nämlich längere Nasen. Quasi unten sind längere Nasen als oben. Das heißt, wenn ihr den abmachen möchtet, müsst ihr auch umgekehrt oben erst abmachen. Hier anpacken, von oben abmachen, nach unten hin. Wenn ihr da einfach von unten jetzt dran zieht, dann macht ihr, obwohl geht auch so. Ja, also achtet, da war auch keine Nase mehr. Deswegen ging das auch ab. So sieht das dann immer aus. So, und anschließend könnt ihr mit einem Magneten hier lang gehen und könnt diese ganzen Kugeln vom Lager, von den Lagern aufsammeln. Aber da sind überall welche Kugeln, die quasi von den Lagern dann abgefallen sind. Ja, Leute. Und so kann das Ganze dann einmal auch aussehen. Ja, mit der Motorhaube muss man natürlich auch gucken, dass das dann auch passt. Passt aber. Ja, so in etwa könnte das Ganze einmal aussehen. Wir wischen jetzt mal mit Motorhaube zu, weil er sieht hier sehr knapp aus und hat auch schon mal geschliffen. Eventuell müssen wir den doch ein bisschen höher machen. Passt. Ja, ich hoffe, mit diesem kurzen, einfachen Video konnte man dem einen oder anderen weiterhelfen. Und ja, ich denke mal, also manchmal sitzen die Hebel sehr, sehr fest. Wir gucken mal, ob wir da einen Abzieher für finden, dann verlinken wir den unten, weil das ist manchmal, das gammelt manchmal so fest, dass mal eben Wackeln nicht funktioniert. Da muss man mit Rostlöser dran, da muss man das Ganze mit einem Brenner eventuell ein bisschen warm machen, sonst hat man keine Chance, sonst macht man das mit Gewalt und kann sich im schlimmsten Fall die Scheibe kaputt machen. Und ja, deswegen, ich hoffe, mit diesem Video konnten wir dem einen oder anderen weiterhelfen. Ansonsten schreibt natürlich alles unten in die Kommentare. Alle wichtigen Kauflinks, alle wichtigen Links sind unten in der Videobeschreibung. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!